Hallo und herzlich willkommen, hier ist Manfred von Pitch4. Im heutigen Video geht es um Reihen und Spalten. Wir sind hier auch auf unserer Webseite und Reihen und Spalten benötigt man, um Inhalte anzulegen. Im letzten Video haben wir ja gezeigt, wenn man auf so eine Spalte klickt, kann man einen neuen Inhalt anlegen und wir zeigen euch heute, wie man diese Reihen und Spalten anlegt. Vorher nochmal, wie Reihen überhaupt zu finden sind. Wenn ich mit der Maus über einen Inhalt gehe, dann siehst du hier oben links ein blaues Symbol mit dem Wort Reihe. Das ist der Anfang einer Reihe. Und rechts unten siehst du hier einen blauen Winkel. Das ist das Ende einer Reihe. Und hier kannst du auch sehen, wie viele Inhalte du in einer Reihe hast. Hier sind 2 Überschriften drin. Du kannst beliebig viele Inhalte untereinander in eine Reihe und auch in deine Spalte natürlich reinpacken. Und kannst es immer erkennen anhand den beiden Symbolen, wie weit so eine Reihe geht. Reihen legt man an, indem man hier links oben auf Inhalte klickt. Dann öffnet sich ein Klappmenü und hier unten hast du den Bereich Vorlagen, Bereiche und dann klickst du auf Reihen. Und hier oben findest du 4 leere Reihen. Das sind quasi Musterreihen, die du anlegen kannst. Wenn wir eine dreispaltige Reihe anlegen wollen, dann klicken wir einfach auf das Symbol. Es kommt ein Anfasser. Und dieser Anfasser wird größer und da wird ein grüner Platzhalter sichtbar, wenn du dich über einen Inhaltsbereich befindest. Also das ist der Inhaltsbereich und hier bist du außerhalb einem Inhaltsbereich. Hier kannst du keine Inhalte anlegen. Wenn du hier klickst, dann ist deine Reihe einfach weg, dann passiert gar nichts. Wenn du auf einen grünen Platzhalter klickst und da einfach sagst, da möchte ich meine Reihe hinhaben, dann kannst du sehen, dann wird hier eine neue Reihe angelegt. Ich mache das mal zu. Die hat 3 Spalten und unterhalb dieser Reihe ist eine zweite Reihe angelegt worden. Du kannst Reihen auch verschieben, wenn sie schon angelegt sind. Ich kann also diese Reihe hier nehmen, kann sagen, ich verschiebe diese und dann hast du wieder so einen Platzhalter, so einen Anfasser und hier kannst du sagen, okay, ich möchte die hier zwischen schieben. Dann hast du hier oben deine Reihe mit 3 Spalten. Hier hast du die vorhandene Reihe mit Inhalten und hier hast du eine leere Spalte. Leere Reihe und leere Spalte. Diese Reihen und Spalten kann man natürlich noch bearbeiten. Das Wichtigste ist, das sind jetzt 3 gleiche Spalten und wenn du deine Spaltenbreite anpassen möchtest, dann klickst du hier auf Reihe. Dann kommt ein Menü und hier gibt es das Menü Spalten bearbeiten. Da gehen wir einfach mal rauf. Und jetzt siehst du, hier ist eine grün markierte Symbol, das ist die erste Spalte. Klickst du hier rauf, hast du die zweite Spalte und da die dritte. So kannst du sehr schnell auswählen, wenn du irgendwelche Spalten löschen möchtest. Du kannst einfach hier raufklicken und die Spalte löschen. Es kommt ein Warndialog und dieser Warndialog fragt nochmal nach, ob das gelöscht werden soll. Wenn du Inhalte in der Spalte hast, werden diese Inhalte gelöscht und du kannst sie nicht wiederholen. Und deshalb wird hier immer angezeigt, Anzahl der Inhaltselemente in der Spalte. Die ist 0, das heißt, du hast hier keinerlei Inhalte. Wenn du die Spalte löscht, dann ist sie weg. Der Platz verteilt sich wieder. Und da keine Inhalte drin waren, ist auch nichts, was passieren kann. Du kannst hier Spalten anlegen, indem du einfach hier raufklickst. Dann packt er hier eine 3. Spalte ran. Wenn du nochmal klickst, eine 4., eine 5. und eine 6. Und nochmal klicken geht nicht. Du kannst also maximal 6 Spalten anlegen. Ich lösche mal da wieder welche von raus. Wir brauchen einfach mal so 4 Spalten. So, das sind deine 4 Spalten. Du kannst auch Spalten duplizieren. Wenn da Inhalte drin sind, werden die Inhalte ebenfalls dupliziert. Und hier hast du die Aufteilung. Hier haben wir so Symbole. Wenn du hier raufklickst, werden alle Spalten gleich breit. Wenn du hier raufklickst, dann siehst du, da hast du eine 20%, 30%, wieder 20, wieder 30. Das wird hier in den Zahlen angezeigt. Oder hier so 20, 20, 30, 30. Das sind so Art Vorlagen, die dir helfen, das schnell einzustellen. Und hier unten wird das angezeigt in den Prozentzahlen. Du kannst sehen, wenn ich hier habe, jetzt jeder 25%. Du kannst aber eine Reihe und auch eine Spalte in einer Reihe kannst du einfach manuell anpassen. Und du kannst oben auch live sehen, das heißt du hier schön sehen, dass das sofort angezeigt wird. Und hier unten werden die Prozentzahlen angezeigt. Jetzt hast du 10%, 40% und hier hast du nochmal eine 15% Spalte. Und damit hast du quasi manuell verschiedene Spalten angelegt.
Hierüber kannst du Abstände einstellen, zum Beispiel die Abstände zwischen den Spalten. Das kann man auch sehr schön sehen. Du siehst, hier wird jetzt mehr Abstand zwischen. Und wenn du das schließt, dann ist das alles schon gespeichert. Das wird also immer sofort übernommen. Okay, damit wissen wir also jetzt, wir können Reihen anlegen, wir können Spalten hinzufügen und in diesen Spalten können wir Inhalte hineinfügen. Es gibt jetzt noch eine Besonderheit. Man kann Reihen zerlegen, die schon Inhalte enthalten. Hier haben wir ja eine Reihe, die ist einspaltig, die geht von hier bis hier unten und da sind 2 Inhalte drin. Und wenn ich jetzt diese Reihe nehme, zum Beispiel diese hier, und sage, die verschiebe ich jetzt, indem ich jetzt also hier raufklicke und sage verschieben, und ich schiebe die zwischen den beiden Überschriften und lasse dann los, dann habe ich jetzt hier eine Reihe, die nur noch die oberste Überschrift hat. Hier habe ich meine Reihe mit den 4 Spalten. Und hier unten ist jetzt eine zweite einspaltige Reihe und da ist jetzt nur diese kleine Überschrift drin. Das heißt, du kannst überall was dazwischen schieben. Wenn das geht, wird ein grüner Balken angezeigt und dann weißt du, ich kann hier meine Reihe unterteilen. So kannst du also nachträglich aus einer einspaltigen Reihe mit mehreren Inhalten einfach eine zweispaltige, dreispaltige Reihe dazwischen schieben. Gut, da haben wir das auch gezeigt. Dann weißt du, wie das geht. Das Menü hat auch hier noch weitere Sachen. Das heißt, du kannst das kopieren, dann kopierst du die Inhalte. Natürlich auch löschen, das hatte ich ja schon gezeigt. Und du kannst auch im Hintergrund bearbeiten. Dieser Hintergrund, der hat die Möglichkeit, dass du die Reihe bearbeitest oder entsprechend die Spalte. Hier ist ja nur eine Spalte. Wenn ich also das schließe und hier rauf gehe und auf Hintergrund bearbeiten gehe, dann siehst du, dass hier oben alle 4 Spalten sind. Das bedeutet, ich kann sagen, Spalte 2 soll für sich einen Hintergrund haben. Der ist jetzt zum Beispiel gelb und dann siehst du, wenn ich das jetzt schließe, nur diese Spalte hat einen gelben Hintergrund. Dieses Menü ist eigentlich selbsterklärend und einfach mal ausprobieren, was man hier alles mitmachen kann. Wichtig ist, dass du weißt, dass du quasi beliebig viele Reihen untereinander anlegen kannst und die können 1- bis 6-spaltig werden. Und in diesen kannst du dann natürlich jeweils deine entsprechenden Inhalte anpassen, so wie ich das jetzt zum Beispiel hier einfach mal noch kurz mache. Und wenn ich hier nochmal raufgehe, dann kann ich das auch schön zeigen mit den Spalten bearbeiten. Das ist ein leeres Element. Das lösche ich jetzt mal, die Spalte. Da ist ja nichts drin. Und dieses hier kann ich mal duplizieren und dann siehst du, jetzt hat er den Inhalt mit dupliziert. Du kannst also, wenn du eine Spalte hast, wo du einen Inhalt drin hast und du möchtest diesen Inhalt mit Spalte kopieren, machst du das über die Spalte und wenn du das eben nicht mit Spalte kopieren möchtest, kannst du natürlich auch hier raufklicken und kannst sagen, ich möchte diesen Inhalt jetzt hier rein kopieren und der wird dann entsprechend schmaler. Kann ich natürlich über die Reihe jederzeit wieder anpassen. Gut, das ist eigentlich alles, was du zu Anfang wissen musst über Reihen und Spalten. Und damit schließen wir jetzt dieses Video. Damit kannst du Inhalte anlegen und du weißt, wie die Reihen und Spalten aufgebaut sind. Und im nächsten Video geht es weiter mit weiteren grundsätzlichen Funktionen von Page 4. Und bis dann, tschüss, euer Manfred.